Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber gab ich für Nickel und reich mit Goldaktien. Sehen Sie hier unten einige Münzen vor der Entmonetarisierung von Silber und danach. Also die eine Münze ist aus dem Jahre 1953 und die andere Münze ist aus dem Jahr 1968. Also das Fünf-Franken-Stück und wie auch alle anderen wurden bis 1967 wurde Silber beigemischt. In dem Fall beim Fünf-Franken-Stück war es ungefähr 12,75 Gramm. Also aktuell kostet die Münze circa, für 8 Franken kann man die circa haben. Es ist jedenfalls schön zu sehen, was eigentlich dann passiert ist hier 1967. Ne? Dann kam, wie gesagt, haben sie Silber rausgenommen und diese Münze ist, wie gesagt, die erste Münze, die nach der Entsilberung sozusagen geprägt worden ist. Aber ich komme später darauf nochmal zurück im Rahmen des Videos. Disclaimer. Reich mit Silberaktien. Wir nähern uns einer Situation, die ähnlich der 1960er Jahre ist. Es setzte eine Silberknappheit ein, was dazu führte, dass der Silberpreis von 1,30 $ auf ca. 2,70 $ stieg. Ein Kennzeichen der Silberknappheit war, dass den Münzen das Silber entzogen wurde und durch andere Metalle ersetzt worden ist. Wie gerade eben erwähnt, das Fünf-Franken-Stück am Anfang des Videos. Ein wenig bekanntes Ereignis war, dass es zu einer regelrechten Preisexplosion der Silberaktien damals kam. Hier können wir die Aussage sehen, dass in diesem Zeitpunkt keine Silberaktie weniger als um das 160-fache gestiegen ist. Keine Silberaktie weniger als um das 160-fache. Körder Alleen Mainz hat sich sogar damals von 2 Cent auf 20 $ vertausendfacht. Finden Sie anbei die Quellen. Das waren damals Goldaktien oder beziehungsweise Silberaktien, gab es eine extra Silberhandelbörse, Spokane, die mittlerweile geschlossen ist. Ich glaube, 1993 wurde die geschlossen und daher kommt die Aussage. Es ist also, Silber war vor 1967, also bevor man das Silber rausgenommen hat, war 1,30 $ wert und innerhalb eines Jahres stieg es auf 2,70 $, hat sich also verdoppelt. Das war der Grund, warum die Notenbank auf der ganzen Welt, das war ja auch in Deutschland so mit den D-Mark-Stücken, das war mit dem auch mit dem amerikanischen Geld, mir fällt jetzt gerade nicht, der Name nicht ein. Der Dime, ja, der Dime wurde dem Silber entzogen. Alles ist 1967 offensichtlich abgestimmt passiert, weil der Silberpreis sich verdoppelt hat. Im Grunde genommen haben die, wenn man so sagen will, dass sie den Silber aus dem Geld rausgenommen haben, haben sie dann wieder auch die Silbernachfrage eindämmen können. Und Silber ist dann tatsächlich bis zum Jahr 1971 wieder auf ungefähr 1,40 $ zurückgegangen. Was ein neues Tief war und von dort wissen Sie ja, ging es dann bis 1980 auf 50 $. Ist interessant zu wissen. Also so haben die im Grunde genommen diesen silbernen Preis gestoppt, indem sie das Silber überhaupt aus den Münzen genommen haben. Im Grunde genommen eine zweite Entmonetarisierung von Silber. Die erste Entmonetarisierung lief ja schon 1876 oder wann das war, wo sie dann ja auch schon Silber entkoppelt hat. Aber das im Prinzip, das ist sozusagen eine zweite, wenn man das so sagen kann. Schauen wir uns mal dieses langfristige Chart an. Das ist hier von 1960 bis 1980, was wir eben sehen. Es gab eben 3 Aufwärtsbewegungen bei Silber und von der wir aktuell jetzt sprechen mit diesen Werten hier, ist die in den 1960er Jahren. Also es ging, wie gesagt, dann von im Jahr 1967 von 1,30 $ auf 2,70 $ hoch, ist dann wieder zurückgekommen und in diesem Zeitraum hat es diese Wertsteigerung hier im Schnitt um das 160-fache gegeben, wie die hier schreiben. Und eben diese Ausnahmeaktie um das 1000-fache. Also, Silber hat sich nur verdoppelt und es kam zu diesen enormen Anstiegen bei bei Penny-Silber-Aktien in dem Fall. Also einfach unglaublich. Und wie Sie ja wissen, glauben wir ja, dass Silber in den nächsten 6 bis 9 Monaten von einer Silberpreisverdopplung steht. Und meiner Meinung nach ist es ganz, ganz, ganz ähnlich
mit der Situation in den 1960er Jahren. Das wird jetzt zu einer Silberpreisverdopplung hören und meiner Meinung nach dürften sich die Silberaktien, gerade natürlich die Penny Stocks, aber viele auch von den Produzenten sind Penny Stocks Aktien mittlerweile geworden, dürften eine ähnliche Entwicklung kriegen. Und warum ist das wirklich realistisch? Weil wir eben so ungeheuer tief im Augenblick sind. Und wenn sich Silber verdoppelt, dann haben wir ein ganz anderes euphorisches Umfeld. Und Sie sehen ja auch, was noch kommen kann. Also, wie gesagt, das, was jetzt passiert, ist ähnlich der 1967, als sich Silber verdoppelt hat, auch die Beispiele. Aber wir sind im Grunde genommen ja schon fortgeschritten in der Silberrallye. Also ich würde mal sagen, wir stehen jetzt, sage ich mal, von dem finalen Anstieg. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht, wenn man das hier runter mal berechnet, wir sind jetzt hier vielleicht im Jahr 1976, 1977. Also hier stieg hier Silber $5. Das könnte man vielleicht mit diesem Nach-Corona-Hoch mit $30 vergleichen. Sind jetzt ein bisschen abgesoffen auf $20. So wie damals eben auch. Ging es ja dann auch von $5 vielleicht auf $3,50 in der Tiefe, $4 sonst was. Und Sie sehen, wie sich langsam Stärke aufgebaut hat. Im Grunde genommen diese $5 wieder erreicht hat, hier so circa 1979. Und diese ganze große Show lief im Grunde genommen in einem einzigen Jahr, das hier von 1979 dann auf $50 steht. Und was erwarten wir? Also wir erwarten jetzt zumindest, dass es jetzt auf 25, 30 bis Jahresende so circa geht. Und dann beginnt die Abschussrampe vermutlich ähnlich. Dann kann das richtig hochgehen. Und dann natürlich diese Gold- und Silberaktien unglaubliche Bewertungen haben. Wobei wir allerdings nicht unbedingt empfehlen, dass man wie 1980 dann bis zum Schluss damit bei sein sollte. Es kann ja auch nochmal eine große Korrektur kommen, es kann anders laufen. Und Sie wissen ja auch, dass die Chartisten dann ungefähr so 300, $370 erwarten. Das wäre dann genau wie hier, wie von diesen $5 sozusagen eine Verzehnfachung. Also wenn wir das Plateau bei $30 erreichen, dann auch eine Verzehnfachung, 300. Klingt für mich plausibel. Trotzdem, uns geht es hier bei Goldaktien, die boomen in der Vorphase. Die boomen also im Grunde genommen, wenn wir $30 erreicht hat und Silber steigt vielleicht auf irgendeinen Wert zwischen 40 bis 50. Dann glauben wir, dass dieser Hebel bei Silberaktien im Wesentlichen raus ist. Das heißt, in dieser Phase steigen die Silberaktien massiv überproportional im Verhältnis zu Silber und danach nur proportional. Und das allgemeine Risiko nimmt ja dann auch zu. Wenn wir Silber 40, irgendwer zwischen 40 und 50 erreicht ist, kann es Minenverstaatlichung, andere Probleme, Eingriffe, vielleicht auch noch eine böse Korrektur, wie auch immer geben. Also die interessante Phase liegt meines Erachtens eben vor uns. Und das ist eben der Weg jetzt hier langsam zur Startrampe bis 30 natürlich. Da werden die Gold- und Silberaktien, gerade die Penny Stocks, profitieren. Und dann natürlich der weitere Anstieg auf irgendeinen Wert zwischen 40 und 50. Dann könnte man im Grunde genommen, wenn Goldaktien dementsprechend hoch bewertet sind, könnte man sie beginnen abzustoßen und mehr physische Ware, Gold und Silber gemischt, wie auch immer, kaufen. Weil meiner Meinung nach, wenn die Goldaktien eben im Wesentlichen das 10, 20, 30 mehrfache gestiegen sind, wo soll es dann noch hingehen? Dann können eigentlich nur negative Überraschungen lauern. Und wenn wir dann dementsprechend mehr physische Ware haben, beginnt ja im Grunde, was ich in der Vergangenheit, das zweite Ereignis. Das erste Ereignis ist diese Unterbewertung, Abbau der Goldaktien, vielleicht bis zum Niveau 40, 50. Und dann das zweite Ereignis ist eben der Anstieg, vielleicht zusammen mit einer systemischen Krise, vielleicht in der ganz großen Spitze auf irgendein, vielleicht $400 heutige Kaufkraft, physisches Material. Also das ist dann aber schon die zweite Spitze. Wir konzentrieren, das ist die erste. Wir hoffen, dass diese Unterbewertung durch diesen Anstieg auf 30 und dann 40, 45, 50 massiv abgebaut wird. Wir profitieren, gegebenenfalls mehr Gold und Silber kaufen kann und auch mehr Geld haben. Okay, aber jedenfalls will ich auf diese 1960er Jahren, das ist genau das gelaufen, Silberverdopplung, die Leute sind absolut reich geworden, die Insider damit. Und Sie sehen, was hier passiert. Das ist eine Realität und ich denke, auf die eine oder andere Art könnte sich das wiederholen. Ja, dazu passend ein Hochgrad-Silberproduzent aus Mexiko, 42 Millionen Marktkapitalisierung, moderates bis hohes Risiko. Das Unternehmen ist besteht durch Exploration und Produktion.
weiter aufzubauen und zu wachsen. Das Unternehmen betreibt derzeit 4 produzierende Silberminen und 2 Produktionszentren im südzentralen Mexiko. Das Produktionszentrum Guadalupe, das in Betrieb ist, und das nahegelegene Produktionszentrum und Tagebau in Chapire, derzeit Wartungsinstandhaltung, Erwartung höherer Silberpreise. Also da ist auch nochmal ein Hebel drin, dass sie dann richtig ihre Produktion auspacken. Das muss man sich auch bewusst machen. Deswegen ist da so viel Dynamik bei höheren Silberpreisen drin. Ja, also zum Beispiel Guadeloupe, da bohrte 2021 auch 2186 Gramm pro Tonne Silber auf 3,8 Meter. Also wie gesagt, die versuchen die bestehende Mine dementsprechend weiter zu explorieren und weitere Adern. Und Sie sehen, was Sie da finden, hochgradige Adern. Das ist auch noch Potenzial, weil, sage ich mal, hier relativ wenig Ressourcen sind mit 20 Millionen Unzen. Das ist relativ wenig, aber ich nehme an, mit diesen 4 Abbaugebieten und weiteren Explorationspotenzial kann dieser Potenzialfaktor noch massiv erhöht werden. Das Attraktive ist, es ist eben völlig unterwerter Produzent. Sie haben Cashflow, sie produzieren 700.000 Unzen, es ist hochgradig und meiner Meinung nach, gucken sich die Aktie an, die stieg im Grunde genommen vom Corona-Tief, war die auf derselben Höhe wie jetzt. Der Boden ist gefunden. Und was glauben Sie, wenn die Aktie auch bei 30, wenn Silber hier auf $30, irgendwo 40, 50 steht, wo die stehen kann, dann ist das alte Hoch meiner Meinung nach ohne Probleme erreicht und dann geht es in den Mehrdollarbereich natürlich, wenn dann irgendwo Silber 30, 40, 50 dann kommt. Und das ist ganz attraktiv. Und hier, wir haben den Potenzialfaktor, glaube ich, von circa 5 berechnet. Aber wie gesagt, das Explorationspotenzial, Mania, who knows, wie hoch das geht. Also das ist so ein das ist eigentlich so ein Fall, wie wir vorhin beschrieben haben. Da könnte einiges sein. Und es ist eben auch nicht so ein hohes Risiko, weil es eben Cashflow hat, gutes Unternehmen, die produzieren. Das haben ja viele andere Gold- und Silberaktien nicht. Das sind natürlich zum großen Teil reine Hoffnungswerte, die hier nicht in dem Fall. Ähm, ja, das Unternehmen hat eine bis zu 100%ig besitzbetriebene Unterlage Silbermine und eine Tagebaumine sowie eine zentrale Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 535 Tonnen pro Tag. Das ist natürlich auch wichtig. Andere Unternehmen wollen natürlich dann auch, sage ich mal, das, was sie zutage gefordert haben, auch dort mit verarbeiten. Das gibt dann natürlich nochmal extra Einnahmen oder beziehungsweise die Produktion ist eben noch massiv ausbaubar, wenn sie das alles verarbeiten können, was natürlich dann auch dem Börsenkurs in der Silbermanie helfen könnte. Das Bergwerk Veta Negra ist ein kleiner Tagebaugebiet, der im September 2019 die Produktion aufgenommen hat. Sie befindet sich 4 Kilometer nördlich der Mühle Guadalupe. Die Mine versorgt die Mühle Guadalupe mit silberhaltigem Material aus einer oberflächlichen Zone mit großen Tonnagen. Die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Entwicklung des Produktionspotenzials in dieser Zone. Also wir versuchen es weiter auszubauen. Hier nochmal zur Lage. Sie sehen, das ist im südwestlichen Teil hier von Mexiko, im Royal Mines of Zacupalan, also ein bekanntes, eben auch hier steht auch der Matala Silver District. Also das ist alles absolut etabliert, absolut hochgradig. Viele andere Unternehmen agieren da auch. Ist interessant, wie gesagt, es wäre schön, wenn sie noch ein bisschen mehr Ressourcen haben, aber das kann ja noch kommen. Ich denke mal, dass sie vielleicht irgendwas hinzukaufen, gerade wenn sie das Cashflow haben. Das ist eben so, also ich glaube auch mit der zunehmenden Mania, werden auch vom Markt, sage ich mal, Ressourcenerweiterung, weitere weitere Bohrlöcher dementsprechend positiv wahrgenommen. Und das kann den Kurs dann auch noch treiben. Das ist natürlich in der jetzigen Sicht natürlich nicht. Ne? Jetzt werden nur aus die knallharten Zakten gekommen, können die sich über Wasser halten, können die Geld produzieren und so weiter. Also es hängt wirklich viel an dieser potenziellen Silberpreisverdopplung. Ja, hier nochmal zu den anderen Minen. Wie gesagt, sind ja insgesamt 4. Die Mine San Ramon ist eine Untertage-Silbermine, die sich 5 Kilometer südöstlich des Produktionszentrums Guadalupe befindet und seit 2008 einen wesentlichen Beitrag zur Produktion leistet. Ich überspringe das mal so ein bisschen her. Bis dato wurden diese hochgradigen Adern auf mehreren Ebenen eine Mine von Länge von 180 Metern, einer Breite von 2 bis 17 Meter freigelegt. Die unterirdischen Explorationsarbeiten werden fortgesetzt, um die Tiefenausdehnung dieser Zone für den weiteren Abbau zu proben. Also man exploriert da eine bestehende Hochgradmine weiter. Die Kukara-Mine ist eine 4. Untertagesilbermine, die im Unternehmen
im Royal Mines of Zakulapan Silberdistrikt von der Entdeckung bis zur Produktion führt. Die Mine umfasst einen Korridor mit hochgradigen Silberadern wiederum, der sich 2,5 Kilometer östlich des Produktionszentrums Guadalupe befindet. Dann haben die hier noch Explorationspläne. Das Silberrevier der Königlichen Minen von Zakulapan ist eines der ältesten Bergbaureviere Amerikas, dessen Bergbauaktivitäten mindestens bis ins Jahr 1527 zurückreichen. Im Jahr 1531 war es das erste Bergbaurevier in Amerika, das durch die Proklamation der spanischen Krone den Titel Königliche Minen von Zaklopapan erhielt. Bis heute haben die Mitarbeiterunternehmen mehr als 5000 alte Minen in diesem Gebiet katalogisiert, was auf eine lange und umfangreiche Bergbaugeschichte sowie eine bedeutende Zukunftspotenzial hinweist. Es ist geplant, diese Explorationsarbeiten mit dem Ziel fortzusetzen, einige der anderen über 5000 kategorisierten anderen Grubenbau- und Bezirken Zaklopan und Kapir schneller in die potenzielle Produktion zu überführen und Mineralbestände für den Bergbau aufzubauen. Ja, das ist eben das, was ich erwarte, ne? Dass sie dann sagen, ja, wir haben hier noch 4000, 5000 alte Minen, die wir im Grunde alle noch aktivieren können. Und dann, sage ich mal, wenn der Silberpreis nach oben schießt, dann wird das vom Markt auch überproportional honoriert. So ist es eben einfach. Ja, der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das ist der, der dann nach den 1960er Jahren, diesen Sonderphänomen mit dem Silberpreis kam. Ja, haben wir ähnliche Entwicklungen, wie ich das gerade jetzt, sag ich mal, in dem anderen Beispiel schon angewendet habe. Aus 1000 $ konnte man teilweise eine Viertelmillion machen, gar nicht mal so selten, weil es eben so stark nach oben ging und vorher halt die Goldaktien auch niedrig bewertet waren. Um daran teilzunehmen an sowas, was macht man? Kauft eben Penny Gold- und Silberaktien mit großen Ressourcen idealerweise, die im Augenblick nicht bewertet werden, aber wenn Silber sich verdoppelt hat, dementsprechend bewertet werden. Und da gibt es eben so wie bei dem Beispiel, Silber verdoppelt sich nicht nur und es kann aber eben zu sowas passieren, dass irgendwelche Aktien das 50, 100-fache oder mehr steigen. Und das ist eben das ungeheuer attraktive an den Goldaktien. Warum ist das so? Diese Goldaktien sind quasi klinisch tot. Sie müssen eigentlich erstmal belebt werden. So, und damit meine ich, es gibt einfach aus dem Nichts einen Bewertungsaufschlag. Also die quasi stehen quasi von den Toten auf und mit einmal sind sie 5 bis 10 Mal höher bewertet. Und wenn dann der Silberboom weitergeht, dann gibt es noch einen zweiten Wachstumsschub. Und das bringt diese großen Anstiege meines Erachtens. Das ist das Geheimnis dahinter. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen genau diese Aktien zu identifizieren, sortieren sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Also das heißt, wenn der Boom vorbei ist, bei Interesse kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag erstellen mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten verlinkt im Videoanhang. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Es geht ja darum, wenn jetzt in den nächsten 6 bis 9 Monaten dementsprechend Gewinne bei Gold- und Silberaktien gemacht werden kann, ist natürlich die Frage, was macht man mit diesen Gewinnen? Meiner Meinung nach muss man die möglichst effizient und kostengünstig versilbern bzw. vergolden. Und da bietet sich meiner Meinung nach so ein Unternehmen an. Das ist Einlagerung in der Schweiz und Sie können im Grunde genommen einfach mit einer kleinen Überweisung überweisen das und das ist sofort Ihrem Edelmetallkonto zugelegt. Die kaufen physische Ware besonders günstig, weil die zum Beispiel bei Silber 15 Kilogramm Waren kaufen. Sie kriegen dann entsprechend ihren Anteil und sie sind zu jeder Zeit, wurde mir gesagt, an Ware gekommen. Das kann man in den Krisen bei anderen Edelmetallhändlern absolut nicht sagen. Um sie vor einer solchen Situation zu schützen, dass sie lange Schlangen stehen, vielleicht nicht genügend Gold und Silber etc. zu kaufen, macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn Sie sich das Unternehmen anschauen, dass vielleicht ein paar Probeüberweisungen nehmen, ein paar 100 € überweisen, dass Sie das Handling schon mal haben. Das heißt, wenn dann vielleicht die etwas nervenaufreibende Situation kommt, es steigt und steigt, die Leute werden unruhig und so weiter. Sie haben Ihre gut organisierte Bezugsquelle, die auch in den letzten Krisen immer ein physisches Gold und Silber gekommen sind. Und dann müssen Sie nicht in langen Schlangen stehen, wo Ihnen dann gesagt wird, naja, wir haben leider nichts mehr oder es ist völlig überteuert. Sie können sich das eben auch physisch, sage ich mal, ausliefern lassen. Wie auch immer, meiner Meinung nach sollte man sich so auf den kommenden Silberboom
beziehungsweise Goldboom vorbereiten, so dass man das möglichst effizientlos und möglichst stressfrei abwickeln kann. Ja, Preisvergleich, gold.de, bevor Sie überhaupt physische Ware da in die günstigen Hände einfach raussuchen. Weitere Informationen, Kontakt, ja, da steht nochmal ein paar Informationen. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Welche Broker in der Schweiz? Wo können Sie Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein? Langfristscharf, Gold, Silber, Uran, Goldaktienindex-Chart, GDX, GDXJ, Goldaktien, Goldindex, Bücher über Goldaktienbewertung, ähm, äh, ja, Diskussionsportale zu Minenaktien, COCA, weitere Videos, ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen, Anregungen oder Probleme, Zustellungsprobleme haben, immer mit Spam zu kämpfen, etc. Wenn Sie irgendwas nicht, also irgendwie irgendwas nicht bekommen haben, worauf Sie warten, bitte mich einfach kontaktieren. Ich würde dann, sobald es mir zeitlich möglich ist, Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Vielleicht auch die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.